Um sicher am Gelände unterwegs zu sein, müssen wir natürlich Folgendes beachten. Erste goldene Regel ist ganz einfach, wir fahren immer nur so langsam als möglich und immer nur so rasch als nötig. Wir erkunden unser Gelände vorneweg, nicht blind ins Gelände hinein und dann kommen wir nicht mehr raus. Vorweg natürlich alle Technik aktivieren, die wir für diese Sektion benötigen. Allrad aktivieren, unsere Untersetzung und dann können wir losgehen. Eventuell habe ich dann auch noch eine Downhill Speed Regulation, eine Bergabfahrhilfe. Sitzposition beachten, etwas höher sitzen, Überblick, ganz wichtig. Daumen bitte hinaus, nicht den Daumen in die Lenkradspeicher greifen, um hier Verletzungen an den Händen zu vermeiden. Bergauf, bergab, um das geht es natürlich im Gelände. Da ist natürlich ganz wichtig zu beachten, vorher weg wieder das Gelände erkunden, Untergrund, Geröll, loser Grund, auch was hier zurückfällt, später wenn man in der Gruppe fährt, Abstand halten, wenn natürlich loses Material sich löst und dann geht's los. In den Hang hinein und natürlich dann wieder mit Zug durch und natürlich über die Kuppe drüber hinaus. Beim Bergabfahren vor der Kuppe, Gelände erkunden, sich die Spur suchen, wie geht's hier optimal und dann ganz wichtig, gleichmäßig hinunter, vielleicht dazu bremsen. Wir lenken immer in Falllinie, ganz wichtig, sei es Schrägfahrt oder sei es Bergabfahrt. Und da natürlich der ganz wichtige Tipp, beim Schaltgetriebe bitte nie die Kupplung bergab, weil sonst geht's rasch hinunter. Noch ein ganz wichtiges Thema, Verschränkung. Ein Rad ist entlastet pro Achse, das heißt, wir haben ein Rad in der Luft, jetzt ganz wichtig, Differential im Geländeauto, Sprinter 4x4, wir haben ein 4 ETS, das heißt, wir haben Bremseneingriffe, das Auto erkennt über die Technik, ein Rad ist entlastet und somit wird dieses eingebremst. Wir haben immer Traktion, langsam drüber fahren, das Fahrzeug leicht auf Zug halten, aber wichtig, wo es hinaufgeht, geht es auch wieder runter, also langsam wieder auch hinunter, hier gleichmäßig über den Untergrund krabbeln. Vielleicht auch noch wichtig im Gelände, ja, es ist Natur. Da natürlich ganz wichtig zu beachten, dass sich permanent das Gelände verändert. Und was vielleicht heute super gegangen ist, die Strecke, ist morgen wieder ganz anders, weil sich die Witterung verändert hat, die Jahreszeit verändert hat und der Boden lebt. Dementsprechend hier sich am Gelände anpassen und das war's grundsätzlich. Und Spaß haben, ganz wichtig.